Ich bin Petra von Petra Likes Cooking und freue mich, dass ihr hier in meiner Küche seid. Heute gibt es mal was Besonderes. Emanuel ist nämlich passionierter Jäger und ich habe von ihm eine frische Rehschulter bekommen. Daraus machen wir jetzt Rehfrikadellen. Das Hackfleisch dazu habe ich selbst hergestellt. Wie das geht, zeige ich euch dann mal in einer meiner kommenden Shorts. Ihr könnt das aber auch von eurem Fleischer vor Ort machen lassen. Wie immer gibt es zuerst die Zutatenliste, danach den detaillierten Arbeitsablauf und die Zusammenfassung in Kurzform und am Ende findet ihr dann noch ein paar Outtakes. Wir brauchen 500 Gramm Hackfleisch vom Reh, eine kleine Zwiebel, ein Ei, ein altbackenes Brötchen, etwas Milch zum Einweichen, einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel schwarzen Pfeffer, Petersilie, einen Viertel Teelöffel getrocknetes Bohnenkraut, einen Esslöffel Löwensenf, 4 Cocktailtomaten, eine Prise Zucker, 75 Gramm Schafskäse, eine kleine Knoblauchzehe, ein Esslöffel weiche Butter, Butterschmalz zum Braten. Hier habe ich ein altbackenes Brötchen, das muss ich erstmal klein schneiden. Wenn ihr kein altbackenes Brötchen haben solltet, könnt ihr vielleicht auch Toastbrot nehmen. Geht auch, aber ein altbackenes Brötchen ist auch noch besser. Jetzt wird es einfach erstmal klein geschnitten, in schöne kleine Stücke. Dann kommt alles in eine bereitgestellte Schüssel. Nun übergießt ihr die klein geschnittenen Brötchen mit Milch. Jetzt durchrühren und darauf achten, dass die gesamten Brötchen alle mit Milch bedeckt sind. Sobald das der Fall ist, stellt ihr die Schüssel erstmal an die Seite und dann kann das alles richtig schön weich werden. Eine kleine Zwiebel klein schneiden. Wie man eine Zwiebel genau schneidet, zeige ich euch demnächst auch in einem Short. In Zukunft werden wir verstärkt auf Shorts setzen. Dann können wir nämlich die ein oder anderen kleinen Sachen aus den Videos rausnehmen und dann wird das Gesamtvideo auch ein wenig kürzer und ihr müsst nicht ganz so viel Zeit für ein einziges Video investieren. Ich habe mich übrigens deshalb für eine kleine Zwiebel entschieden, weil wir haben ja nur 500 Gramm Rehhackfleisch und ich möchte ja auch gerne, dass das Wildaroma, das Reharoma auch rauskommt und nicht, dass das von anderen Aromen extremst überlagert wird, wie wenn wir zu viel Zwiebeln da reinhauen würden. Jetzt kommt die gehackte Zwiebel in die bereitgestellte Schüssel. Und zwar sollte die Schüssel so groß sein, dass ihr natürlich auch alles dort reinbekommt, was wir gleich haben an Hackfleisch und an weiteren Zutaten. Das gleiche gilt auch für Knoblauchzehen, dann nehme ich auch lieber eine kleine. Wie man die Knoblauchzehe einfach schält, habe ich euch auch in einem kleinen Short gezeigt, und zwar das Short über die Kräuterbutter. Dann noch ein bisschen feiner hacken, damit ihr nicht so grobe Knoblauchstücke in euren Frikadellen habt. Das kommt dann auch in die bereitgestellte Schüssel. Dazu kommt jetzt erstmal ein Esslöffel Löwensenf, ein Teelöffel Salz, ein halber Teelöffel Pfeffer, ein Viertel Teelöffel Bohnenkraut getrocknet, ein Ei. Erstmal in eine separate Schüssel schlagen. Ich kippe das Ei immer gerne deshalb vorher in eine separate Schüssel, um anzutesten, ob das Ei auch in Ordnung ist. Weil es wäre ja wirklich schade, wenn mal ein schlechtes Ei dabei wäre, wenn denn die ganzen Zutaten versorgt werden. Das eingeweichte Brötchen wird jetzt ausgedrückt und kommt ebenfalls in die Schüssel. Und dann lasst ihr es am besten auch gleich so durch eure Finger gleiten, quetscht es da so durch, damit es auch richtig schön schon klein in der Schüssel unten ankommt. Das Brötchen sollte jetzt komplett eingeweicht sein, das heißt, keine harten Stellen sollten mehr vorhanden sein. Das Ausdrücken ist deshalb wichtig, weil wir wollen ja keine Hackfleischsuppe haben, sondern es soll ja schon eine feste Konsistenz ergeben. Und wenn wir zu viel Flüssigkeit drin haben, dann kriegen wir keine festen Frikadellen in der Pfanne. Jetzt brauche ich ziemlich weiche Butter. Meine ist jetzt noch ziemlich fest, deshalb gebe ich sie auch mal ganz kurz noch in die Mikrowelle, damit sie fast flüssig wird. Und ich sage euch gleich, wenn ich sie aus der Mikrowelle geholt habe, warum. Und zwar wird die Butter deshalb benötigt, weil die Rehschulter selber hat ja so gut wie gar kein Fett.
Und da Fett ein Geschmacksträger ist und die Rehfrikadellen ja auch schön saftig werden sollen und nicht zu trocken, brauchen wir halt das zusätzliche Fett. Und anstelle von Butter könnt ihr natürlich auch, wenn ihr es haben solltet, Schmalz verwenden. Jetzt muss die Petersilie klein geschnitten werden bzw. gehackt werden. Bei den anderen Frikadellen, bei dem Bulettenbattle, was wir schon mal gezeigt haben, haben wir auch Liebstücke verwendet. Da aber wir jetzt Wild verwenden und Wild auch eine sehr herbe oder einen intensiven Geschmack hat, haben wir uns jetzt für Bohnenkraut entschieden, getrocknetes Bohnenkraut, weil das doch ein bisschen intensiver ist und das noch besser zu dem Wildaroma passt. Petersilie kam allerdings auch bei den normalen Buletten mit rein. Wenn alles schön fein gehackt ist, kommt es auch ebenfalls in die Schüssel rein. Jetzt brauchen wir noch 4 kleine Cocktailtomaten, die wir auch erstmal klein schneiden. Die kommen dann natürlich auch ebenfalls in die Schüssel rein. Tomaten werden noch aromatischer, wenn man eine Prise Zucker drüber gibt. Nun geht es mit dem Käse weiter. Da habe ich 75 Gramm Feta-Käse. Der wird jetzt ein wenig zerkleinert. Und das kommt auch in unsere Schüssel. Jetzt einfach alles mal schön durchrühren. Wenn das alles gut verrührt ist, könnt ihr euer Hackfleisch holen. Hier habe ich meine 500 Gramm Reh gehacktes. Das kommt jetzt in die Schüssel zu den zusammengemixten Zutaten dazu. Hier kann man auch wunderbar sehen, wie dunkel und wie rot dieses Hackfleisch ist. Das hat so gut wie gar keine Fettstellen. Deshalb mussten wir ja auch ein bisschen Butter dazu geben, damit noch ein bisschen Fett dazugegeben wird. Das wird jetzt alles gut miteinander vermischt. Und wenn ihr das komplett miteinander vermischt habt, dann könnt ihr es auch gerne noch kurz in Frischhaltefolie einpacken und dann noch in den Kühlschrank stellen zum Durchziehen. Wenn ihr es allerdings eilig habt, könnt ihr auch direkt mit dem Braten beginnen. Die Frikadellen werden nicht nur einfach in der Pfanne gebraten, sondern kommen im Anschluss auch noch in den Backofen. Von daher sollten wir den erstmal vorheizen und zwar auf 80 Grad Ober-Unterhitze. Jetzt habe ich mir schon eine Waage parat gestellt und jetzt wiege ich mir das Hackfleisch ab und zwar 70 Gramm pro Frikadelle und dann werden die Frikadellen geformt. Die 70 Gramm Hackfleisch werden gerollt zu einer Kugel, dann platt gedrückt, dass sie halt die Frikadellenform annehmen und dann lege ich sie auf einen bereitgestellten Teller, bis sie alle fertig gerollt sind. Die Frikadellen kommen nicht nur in die Pfanne, sondern auch im Anschluss in den Backofen, weil wir ja Rehfleisch verwenden. Und Rehfleisch ist, wie ich ja schon erzählt habe, nicht besonders fetthaltig. Und damit die Frikadelle außen schön knusprig gebraten ist und innen drin aber schön saftig bleibt, wird sie erst nur scharf angebraten und kommt im Anschluss noch in den Backofen. Frikadellen sind geformt, die Handschuhe können ausgezogen werden und jetzt können wir auch die Pfanne gleich vorheizen. Die Handschuhe entsorgt. In die Pfanne kommt jetzt als erstes Butterschmalz, nachdem wir sie angemacht haben. Ich verwende deswegen gerne Butterschmalz, weil es eine höhere Temperatur verträgt als normale Butter. Die würde jetzt schon quasi in Rauch aufgehen und schneller verbrennen. Und Butterschmalz ist da viel, viel sinnvoller. Jetzt schön anbraten, bis ihr unten am Rand seht, dass sie schön braun geworden sind von der einen Seite. Stellt euch bitte auch noch eine feuerfeste Form zurecht, weil wenn die schön angebraten sind, die Frikadellen, kommen sie gleich da rein und dann in den Backofen. Sobald sie auf der einen Seite schön knusprig angebraten sind und eine schöne Farbe angenommen haben, das sieht man, wenn sich am Rand auch schon so eine schöne braune Farbe bildet, dann guckt nach und schaut, ob sie auf der Seite auch schön braun ist. Dann könnt ihr sie umdrehen und die nächste Seite anbraten, die andere Seite. Manchmal haben die Frikadellen die Angewohnheit, dass sie den sich noch mal so ein bisschen aufwölben. Deshalb kann man mit dem Pfannenwender noch gut hingehen und noch mal in der Mitte drauf drücken, dass sie auch ein bisschen glatter gedrückt werden. So, das sieht gut aus. Jetzt kommen sie in die Auflaufform. Die stelle ich erstmal in den Backofen, damit sie nicht zu sehr auskühlen und dann kommen gleich noch die anderen dazu.
Ich freue mich schon richtig drauf, auf diese ganz besonderen Frikadellen, weil Rehfrikadellen isst man ja nun wirklich nicht jeden Tag. So, jetzt kommen die auch hier rein. Bei mir wird es gleich zu den Rehfrikadellen ein super leckeres Kartoffelpüree geben. Wie man das macht, zeige ich euch in einem Short. In diesem Kartoffelpüree ist übrigens auch eine richtig geile Kräuterbutter. Und wie die funktioniert, zeige ich euch in einem weiteren Short. Und dafür haben wir jetzt 20 Minuten Zeit, das wieder aufzuwärmen, weil das hatte ich gestern schon vorbereitet. 20 Minuten sind rum, jetzt können wir die Rehfrikadellen aus dem Backofen holen. Beziehungsweise auch erstmal antesten, ob sie auch wirklich so gelungen sind von innen, wie es gedacht ist. Das sieht gut aus. Wunderbar, genau so sollen sie sein. Also können wir jetzt den Teller anrichten. Sieht das gut aus. Und jetzt kommt das Beste überhaupt. Das Probieren. Weil es ist ja nun wirklich was ganz Besonderes, da Rehfleisch ja nicht so alltäglich auf den Teller landet. Bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Genial. Herzlichen Dank, Emanuel, für das Rehfleisch. Total genial, das müsst ihr nachmachen. Das Wildaroma kommt sehr gut durch, ist aber nicht zu intensiv. Dadurch, dass wir auch nicht zu viele und zu heftige Gewürze drin haben, harmoniert das wunderbar. Es ist einfach nur köstlich. Und dann noch in Kombination mit dem Kartoffelpüree, wo die herrliche Kräuterbutter drin ist. Das ist mein Essen. Apropos Wildfleisch. Es gibt gerade viel davon. Wegen der Corona-Pandemie. Die Gastronomie hat ja geschlossen. Von daher nimmt es den Jägern ab. Ihr tut damit was Gutes und was Besseres als Wildfleisch aus artgerechter Haltung könnt ihr nicht bekommen. Lasst es euch schmecken. Im Anschluss gibt es übrigens gleich noch eine Zusammenfassung in Kurzform und dann auch noch meine Outtakes. Wenn ihr noch ein Like da lassen wollt oder mich abonnieren, finde ich das natürlich auch wirklich richtig toll. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss. Ein Brötchen klein schneiden, mit ein wenig Milch übergießen und beiseite stellen, damit es weich werden kann. Eine kleine Zwiebel und eine Knoblauchzehe klein schneiden und in eine weitere Schüssel geben. Dazu kommen ein Esslöffel Löwensenf, ein Teelöffel Salz, ein halber Teelöffel Pfeffer, ein Viertel Teelöffel getrocknetes Bohnenkraut, ein Ei, das ausgedrückte eingeweichte Brötchen und ein Esslöffel weiche, fast flüssige Butter. Gehackte Petersilie, 4 klein geschnittene Cocktailtomaten mit einer Prise Zucker bestreut und ca. 75 Gramm gestückelten Feta-Käse dazugeben. Alles gut durchrühren und dann ca. 500 Gramm Rehhackfleisch dazugeben und miteinander vermengen. Frikadellen à ca. 70 Gramm formen. Butterschmalz in der Pfanne erhitzen und die Frikadellen von beiden Seiten knusprig anbraten. Frikadellen zum Fertiggaren für 20 Minuten bei 80 Grad Ober-Unterhitze in einer feuerfesten Form in den Backofen stellen. Dazu gibt es selbstgemachtes Kartoffelpüree und Kräuterbutter. Lasst es euch schmecken. Ich kann gar nichts erkennen. Wo? Ich sehe keine. Ich kann es echt nicht. Ich bin so klein oder was? Da oben. 24, 23. Und anstelle von Butter, wenn ihr das... Und anstelle... Jetzt habt ihr Zeit für... Und zwar mit einem herrlich toll selbstgemachtes Kacke!